Herzlich willkommen zum doppelten Alpencross. Wir sind weiterhin auf dem Weg von Genf nach Nizza. Es ist Tag 3 und wer jetzt erst eingeschaltet hat, sollte sich Tag 1 und 2 noch mal vorher angucken. Ja, wir sind jetzt um 6:15 Uhr gestartet zum Col de la Croix de Fer. Wir haben hier auf 1500 Metern übernachtet und jetzt sind es bis zur Spitze ca. 11 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter, so ganz genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall ein ordentlicher Anstieg. Schön morgens früh. Wir starten heute in Saint-Jean-d'Arve und enden in Villard-d'Arène. Mit Blick auf dieses Bergpanorama haben wir heute übernachtet. Wunderschön. Jo. Guten Morgen. Ja, erstmal am Ohr kratzen. Uiuiui. Der war ähnlich, der erste große Hund, ne? Ja. So ein Kangal oder Kengal. Ja, die haben aufgepasst. Bei der Einleitung habe ich vergessen zu sagen, dass wir ja auch Alpe d'Huez heute fahren. Ja. Ja, cool, der Bäcker hier hat schon geöffnet. Holen wir uns was und verspeisen das oben auf dem Berg, oder? Ein Biss Essig. Wurden die gerade noch gebacken, die Ja. Churros? Okay. Ja, gut, dann. Hier, guck das an. Ja, Die können wir jetzt nicht fassen. Einmal reinbeißen. Mhm. Auch gut. Da vorne ist der Campingplatz, auf den wir eigentlich gestern Abend hätten gewollt. Aber das Airbnb sah also gut aus. Und war auch richtig gut. Ja. Wenn wir das alleine für uns gehabt hätten, wäre noch besser gewesen. Da unten waren wir gerade noch. 300 Meter sind das circa Unterschied. Sieht viel mehr aus. Ja. Ja, ist schon richtig cool hier. Cooles Gebiet. Sehr schön, ja. Die Gastgeberin von gestern Abend sagte, morgens früh kann man hier Murmeltiere sehen. Und wenn nicht, dann hört man sie. Und so ist es auch. Wir hören es. Klingt eigentlich wie ein Vogel. Vielleicht sehen wir noch einen. Noch 54 Höhenmeter. Wir sind oben. Ja, gutes Gefühl so früh morgens. Foto haben wir natürlich auch gemacht mit dem Schild. Und jetzt für die Abfahrt Ja, Regenjacke an. ziehen wir auf jeden Windschutz. Fall Windschutz. Ja, jetzt geht's einige Kilometer runter. Die nun folgende Abfahrt war sehr smooth und mit dem Blick auf die majestätischen Berge eins meiner absoluten Highlights. Wahnsinnsabfahrt. Also sowas zu sehen und fahren zu dürfen, ist alle Strapazen wert. Das ist ja Richtig cool. echt geil.
Es geht weiter bergab. So, jetzt ist es so kühl. Anne, brauchst du Armlinge oder Beinlinge oder Handschuh? Ich, aber ich brauche. Haben wir nicht dabei. Ein kleiner Anstieg. Etwas ruhigeres Sträßchen gerade erwischt. Da fährt die Anne hier die Staumauer entlang. Da links ist ein Stausee. Hier geht's runter. Ich versuche jetzt mal den Sattel von Anne ein bisschen weiter zu neigen vorne. Kann ich nur beim Mann drücken. Ne? Der Sattel ist jetzt so weit geneigt. Vielleicht hilft das. Das wäre gut. Das wäre super, ja. Braucht schon ein bisschen Nervennahrung. Ganz ungewohntes Stück. Wir kommen uns vor wie auf der Via Claudia Augusta. Ne? Ja, das stimmt. Cooles Stück, aber ziemlich kalt gerade. Wir sind jetzt am Fuße von Alpe d'Huez. In ein paar hundert Metern kommt ein Supermarkt. Dann machen wir noch mal 4 Stunden Pause und dann nehmen wir Alpe d'Huez in Angriff. Gut, Casino Supermarché und dahinter mir sind sogar Waschmaschinen. Wenn wir gestern Abend nicht hätten waschen können, könnten wir es jetzt noch machen. Dahin läuft man auch so eine Kilometer, habe ich so einen Eindruck. Ja, und dann habe ich kein Wasser gefunden und habe dann 2 Leute fragen müssen, weil das in einem ganz separaten Raum war. Dafür aber Boah, gekühlt. cool. Eine Urlaubsfanta, Heute ist ja Urlaubstag, ne? ein Joghurttrink für mich und ein paar Aprikosen. Okay. Und Wasser wolltest du ganz? Nee, Du hast noch genug? ich habe glaube ich noch. Ja, da vorne ist aber auch, glaube ich, irgendwo vielleicht noch eine Zapfstelle. Öffentliche Toiletten. 15,1 Kilometer, 1159 Höhenmeter. Da steht das Schild, das ist die 21. Kehre, also die erste von unten gesehen. Und die Nummern nehmen jetzt immer ab. Es sind also 21 Kehren bis da oben. Und die nehmen wir uns jetzt nach und nach vor. Das ist schon echt heftig. 12 Kilometer noch, 10,1%. Kehre 13. Kurze Trinkpause. Da unten waren wir vorhin. Und jetzt sind wir einstellig. Spitzkehre 9. Hup, hup, hup. Jawohl, Anne, so will ich dich hören. Anstrengend, aber geht ganz gut. Aussichten passen auch. Ja, viel mehr weiß ich gerade nicht zu sagen. Die Bilder müssen für sich sprechen. Nach Kehre 7 kommt hier ein WC mit Trinkwasser auch. Steht extra dran. Nach Kehre 7 kann man jetzt das erste Mal den Ort Alpe d'Huez oben erkennen. Oben ein paar Gleitschirmflieger. Spitzkehre Nummer 3. Hammermäßig einfach eine Kämpferin. Irgendwelche Emotionen Anstrengend. fürs Video? Anstrengend, gut.
Jawohl. Hallo. Hallo. Only one Reserve. Wir kommen in den Bereich der Restaurants, der ist vorm Ende des Anstiegs. Jetzt geht's durch diesen Tunnel. Wir haben jetzt hier ein Restaurant gefunden, L'Edelweiss. Und das ist ganz gut, weil die Fahrradfahrer, die fahren hier immer noch alle vorbei. Der Anstieg ist ja noch nicht zu Ende. Und bestellt haben wir Pasta, beide. Ich mit Gorgonzola, Spinat und Nüssen und du? Mit Tomate und Burrata. Also wie Mozzarella. Und wir schreiben gerade noch mal mit unserer Gastgeberin von letzter Nacht. Genau. Sagen ihr jetzt, dass wir gut über den Col de la Croix de Fer sind und dass wir jetzt gerade auf Alpe d'Huez sind. Wir sind frisch gestärkt. Der Rest des Anstiegs kommt jetzt. So, wir sind da. Geschafft. Cool. Im Nachhinein sind wir schon stolz, dass wir Alpe d'Huez gefahren sind und das Gute ist, dass andere Leute damit auch was anfangen können. Aber das eigentliche Highlight ist der jetzt folgende Abschnitt, der Col de Sarenne. Der Abschnitt hier ist echt der helle Wahnsinn. Lag ist nicht ganz so gut, aber ja, das ist schon witzig, ne? Man fährt nach Alpe d'Huez hoch, so viele Radfahrer und dann fährt man noch ein bisschen weiter und über einen anderen, keine Ahnung, ein anderes Tal zurück. Hier ist niemand mehr, nur noch Wanderer und wir. Ja gut, Rennradfahrer wollen Abfahrten meist schnell runterfahren, sagt Anne gerade, hat sie natürlich recht. Auf diesem Asphalt ist das nicht so gut möglich. Das ist gerade etwas zäh, hier hoch. Anne ist ein bisschen fix und foxy. Ja. Heiß. Und Höhenmeter. Bei so einer Landschaft weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Fällt mir irgendwie schwer. Die letzten Meter, da ist eine Hütte. Da holen wir uns jetzt ein Erfrischungsgetränk. So, jetzt geht's aber gleich wirklich bergab. Das obligatorische Foto da rechts mit dem Schild haben wir gemacht. Auch wenn man es nicht sieht, innerlich habe ich gelächelt. Und jetzt geht's endlich runter. Ein weiteres krasses Tal. Ja, und da hinten ist ein Gletscher. Und da schmilzt noch jemand anders in der Sonne, in der Halbsonne. In diesem Tal hat man fast ausschließlich Wanderer gesehen und diese Toiletten gab es dann ganz häufig. Die holprige Straße hat ein Ende. Jetzt rollt sich's besser. Aber fürs Auge halt wunderschön. Ne? Schönes kaltes Wasser. Das Wasser ist so milchig blau. Gut, Endspurt für heute.
Letzten 16,8 Kilometer, noch 600 Höhenmeter und dann kommen wir auf dem Campingplatz an. Wir sehen jetzt hier schon das Schild für den Col de Lautaret. Da geht es morgen früh drauf. 750 Meter Tunnel, Licht ist an. Sonnenbrille aus. Jo. Noch 8 Kilometer. Da oben sieht man jetzt ziemlich nah Gletscher. Also ich habe nicht gewusst, dass der Anstieg hier noch so schön wird. Oder? Man steckt halt nicht drin, wenn man vorher noch nicht hier war. Man sieht halt nur den Anstieg, ne? Und denkt, oh Gott, eigentlich kein Bock. Wir sind in Vilar d'Arennes. Unser Abzweig zum Campingplatz. Camping Municipal, Entree, hier links. Rezeption, hier wird Zeit. Fingers crossed, hoffentlich finden wir was. Ah, ja, guck. Da muss das sein. Da vorne sehe ich schon Zelte. Ja, das war nichts, wir wurden hier weggeschickt. Jetzt gegenüber, da vorne gab es eine Bar. Die werden bei Google auch angezeigt mit Übernachtung. Also wird auch ein Übernachtungspreis vorgeschlagen. Jetzt rollen wir die 100 Meter dahin. In der Bar gab es auch nichts. Jetzt habe ich eine Herberge in Vilar d'Arennes gebucht. Also müssen 2,5 Kilometer zurück. Ja, no sheets, no towels. Ist ja für uns kein Problem. Ja. Anne sagte schon, ab morgen buchen wir, oder die erste Mail schreiben wir heute wahrscheinlich. Jo, da sind wir auf dem Marktplatz und hinter mir ist die Herberge. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Schönen guten Abend. Bonsoir. Ja, der Tag heute war natürlich echt krass mit Col de la Croix de Fer, Alpe d'Huez und Col de Sarenne. Ja. Und ja, 3000 Höhenmeter hatten wir jetzt am Schluss. Und irgendwann denkt man sich, oh ne, muss das jetzt sein? Noch ein Anstieg. Und aber dann hatten wir ja auch noch das Pech, dass wir bei dem Campingplatz keinen Platz mehr bekommen haben. Und dann also beim Campingplatz hätten die locker was freimachen können. Ich habe es ja gesehen, ne? Da waren locker Stellflächen da. Aber sie wollten einfach nicht. Und dann mussten wir wieder Höhenmeter zusätzlich machen und wir hatten beide echt keinen Bock mehr. Ja. Also in der Bar gab es dann natürlich auch nichts. Die führen halt, oder die haben Zimmer, wenn da keins frei ist, okay. Aber beim Campingplatz finde ich das schon komisch. Genau, aber wir hatten jetzt echt Glück. Wir haben jetzt hier so in der Herberge ein Zimmer bekommen. Da direkt am Marktplatz. Genau, und da konnten wir jetzt auch wunderbar noch essen. Das war jetzt, finde ich, nochmal ein super schöner Ausklang des Tages. Ja. Essen, trinken, Eis gab's, genau, alles direkt im Haus. Das war super. Ja, die Zimmer sind spartanisch wie bei einer Herberge, das ist alles okay. Aber heute war für uns alles perfekt. Was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass man da, gut, das ist ein Fünferzimmer, das wir jetzt als Doppelzimmer nutzen. Und für das Fünferzimmer zahlt man wohl 120 €. Ja gut, das relativ jetzt auch nochmal. Ne? Wir haben halt gerade gesagt, dass es schon witzig ist, weil gestern für das Airbnb haben wir 68 gezahlt und jetzt für uns ist es ein Doppelzimmer, zahlen wir 120, das ganz. Ja, okay. Aber wir freuen uns heute, eine Unterkunft gefunden zu haben, weil das war gar nicht so einfach und wir hätten jetzt auch, also rein schon allein vom Kopf her nicht nochmal komplett die ganze Strecke zurückfahren wollen. Die ganze Strecke nicht. Also bis zum nächsten größeren Ort, weil da war es dann doch noch mal ein bisschen touristischer, aber... Ja, das ist echt so, wenn du dann nach so einem Tag zweimal abgelehnt wirst, dann nimmst du alles. Das ist, und dann bist du echt trotzdem happy. Ne? Ja. Genau. Ja, und jetzt sind es dann noch 10 oder 20 Meter bis ins Bett und dann geht es morgen Mittag viel weiter. Ne? Col de Lautaret morgen früh. Wir freuen uns. Ciao. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.